In diesem Video wollen wir uns so ein schickes Label bauen, was hier den Ask-Preis direkt auf unserem Chart anzeigen kann. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den aktuellen Ask-Preis auf dem Chart als Label anzeigt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Der Code beginnt mit der Funktion onTick, die jedes Mal ausgeführt wird, wenn ein neuer Tick für das Symbol empfangen wird. Innerhalb dieser Funktion rufen wir zunächst den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble ab. Die Parameter für diese Funktion sind Symbol, das für das aktuelle Symbol steht, und SymbolAsk, das angibt, dass wir den Ask-Preis abfragen möchten. Der abgefragte Preis wird dann auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern normalisiert, um sicherzustellen, dass er korrekt formatiert ist. Als nächstes erstellen wir ein Label-Objekt auf dem Chart mit der Funktion ObjectCreate. Die Parameter für diese Funktion sind 0, was für den aktuellen Chart steht, Label 1 als Name des Objekts, OBJLabel, um anzugeben, dass wir ein Label erstellen, und die letzten beiden Parameter sind 0,0, die Platzhalter für die Zeit- und Preiskoordinaten sind, die für ein Label nicht benötigt werden. Anschließend legen wir mit den Funktionen ObjectSetString und ObjectSetInteger verschiedene Eigenschaften für das Labelobjekt fest. Zunächst setzen wir die Schriftart des Labels mit ObjectSetString auf Impact mit den Parametern 0, 0, Label 1, OBJPropFont und Impact. Als nächstes setzen wir die Schriftgröße mit ObjectSetInteger auf 24 mit den Parametern 0, Label 1, OBPropFontSize und 24. Um den Ask-Preis anzuzeigen, setzen wir den Text des Labels mit ObjectSetString mit den Parametern 0, Label 1, OBPropText und AskPrice verkettet mit dem Ask-Preis. Dadurch wird sichergestellt, dass das Label den aktuellen Ask-Preis anzeigt. Wir legen auch die Position des Labels auf dem Chart fest. Der Abstand zum linken Rand wird mit Hilfe von ObjectSetInteger mit den Parametern 0, Label 1, OBPropXDistance und 5 auf 5 Pixel festgelegt. In ähnlicher Weise wird der Abstand zum oberen Rand mit ObjectSetInteger und den Parametern 0, Label 1, OBJPropWidthDistance und 10 auf 10 Pixel festgelegt. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung erfolgreich ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Nun sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein und den Ask-Preis als Label anzeigen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der den aktuellen Ask-Preis auf dem Chart anzeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, Sie sollten jetzt auf dem Chart einen Ask-Preis sehen, der angezeigt wird. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Wenn das zu schnell war, ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.